Moin, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkursgaming und zu Deus Ex Mankind Divided. Wir wollen hier in diesen Laden einbrechen, vielleicht auch nicht einbrechen, weil wir dort, ach ja, Vince Blacks Apartment finden. Ja, eine augmentierte Frau namens Olivie wollte sich von den Balis aus Golem schmuggeln lassen. Einer der Männer, die sie dazu bezahlen musste, war Vince Black. Je mehr ich über Black erfahre, desto mehr Fragen habe ich. Wie weit würde ein Mann gehen, um seine Tarnung aufrechtzuerhalten? Ab wann gibt es kein Zurück mehr? Sicher weiß ich über Vince Black nur, wo er gewohnt hat. Im Keller eines Lebensmittelgeschäfts im Davni-Viertel. Okay, also hier im Keller hat er gewohnt. Dann gehen wir doch mal gucken. Lebensmittelgeschäft, sagst du, ja? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus, als wenn man hier noch was kaufen könnte oder sollte. Ja, ich trete erstmal alles durch die Gegend mit meinen starken, augmentierten Beinen. Was ist denn das? Ja, ich will es vielleicht gar nicht wissen. Eine Gitarre, okay. Elektroschockpfeile. Ja, hier, das müsste ja seine Wohnung gewesen sein. Ja, so musikalisch. Ja, ich weiß nicht, er ist halt Interpol-Agent. Das hier ist alles, was er sich leisten kann. So schlecht werden wir bei Interpol jetzt auch nicht bezahlt, oder? Oder? Trinkwasser, okay. Er scheint ja also entweder keine durchgängige oder keine besonders gute Wasserversorgung zu haben. Ne, dahinter ist tatsächlich nichts. Delara, I found Vince. Nur einen Hammer erschlagen. You were right to have a bad feeling. What are you saying, Adam? Is he... Yeah. He should have been pulled months ago. It's all over his profile. Vince lost his edge. A person tries to be two things at once, sometimes he ends up not being either of them. He becomes lost. I'll take your word for it. I'm gonna let you be the one to break this to Miller. Right. Of course. Be careful out there, Adam. Ja, und ich dachte, der Typ hätte gesagt, er hätte ihm ins Gesicht geschossen. Stöckelschuh. Wem gehört der? Warum hatte er den dabei? Vince Black war ein Doppelagent und führte ein Doppelleben. Ich weiß nicht genau wie und warum er getötet wurde. Und langsam glaube ich, das wird auch so bleiben. Und daran soll uns dieser Stöckelschuh erinnern, scheinbar. Keine Ahnung. Schon krass auf jeden Fall. Vielleicht gibt es hier noch eine Spur. Von Vince Black an Czarnobog. Das ist auch schon mal irgendwo aufgetaucht, ne? Wir gucken mal, neue Psychologin. Ich mag die neue Psychologin nicht, sie stellt Fragen über uns, ist ja ein bisschen zu neugierig. Vermutlich schnüffelt sie in unserem Büro rum, wenn wir nicht da sind. Ich habe vorsichtshalber den Code für den Safe geändert. Jetzt 7913, ja, ich glaube, den haben wir schon ausgeräumt. Da komme ich nicht durch. Ich bin zu fett. Ich meine, meine Schultern sind zu breit. Schmerzmittel, Alkohol, gute Kombination. Ja, keine Ahnung, wenn der Hammer da so liegt, ne? Was hat er denn da im Mund? Eine Ratte. Ist das eine tote Ratte? Vielleicht will ich es gar nicht so genau wissen. Ja, whatever. Das Ganze scheint abgeschlossen zu sein. Okay, dann nächste deprimierende Mission. Wir unterhalten uns mit Johnny Gunn. Wir müssen ja noch irgendwie den Täter finden. Den Nachahmungstäter, wohlgemerkt.
Auch wenn die Polizei natürlich nicht offiziell möchte, dass in Richtung Nachahmungstäter ermittelt wird. Mit Koller reden, ja, das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Versteck auf die Daten zugreifen. Mit Johnny Gunn reden, ganz genau. Was haben wir hier noch? Okay, das war's. Ist das nicht hier drüben? Ach, hier oben. Das heißt, wir gehen hier einfach irgendwie rechts einmal rum und an der Lymphklinik vorbei. No trouble, right? Richtig. Achso, das ist die Rückseite von der Lymphklinik, okay. The clockman's clock is ticking. Good one. Come on, let's blow this place. Hey, I'm the funny guy, not you. Ali Handlanger. Ich musste hier mal kurz ein Klingelschilder, danke. Da steht's direkt mit Vornamen dran. Labut Cleaning. Waren wir bei denen schon mal? Ich denke, wir waren hier schon mal, ne? Nummer Stanek wohnt hier. Apartment 96. Ich glaube, wir haben uns hier schon mal umgeguckt. Ja, definitiv. Hier waren wir schon mal. Okay, und hier wohnt auch Johnny Gunn. 85, stimmt das? Ist er das? Ja. Alles klar, ich mache mir die Tür zu. Wir brauchen hier nicht unbedingt Zeugen. Hi. Did you bring anything to drink? You bust into a man's home, you should at least bring a drink. Are you Johnny Gunn? That's right. What do you want? Have you heard about your wife? Which one? Excuse me? I've been married a bunch of times. Which wife are we talking about? Na okay, also wir können jetzt erstmal kondolieren. Angela ist tot. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Ihre Leiche lag in einer Gasse. Wir können ihn verdächtigen. Ich glaube, du weißt welche und ich glaube, du weißt genau, warum ich hier bin. Ihre Leiche lag in einer Gasse. Oder wir konfrontieren ihn von der Toten, von der, die irgendein Tier in Stücke gerissen hat. Na, wir kondolieren ihm vielleicht erstmal. Angela's dead. I'm sorry to be the one to tell you. They found her body in an alley. Yeah, well, you're not the one to tell me, so I appreciate your way of trying to break it to me, though. Do you know if she died quick or not? No, I don't. I hope so. Angie didn't deserve to suffer. So you did know already? Your detective friend called, told me to sit tight and wait for you, so here I am, sitting tight, being cooperative. Super. Okay, dann gucken wir mal. Angelas Tod scheint dich nicht mehr mitzunehmen. Sie war deine Frau, oder? Ja, die wievielte. Belltower-Abzeichen, Alibi. Wir fragen ihn erstmal nach Belltower. Is that a bell tower patch on your jacket? Yeah, so? Let's just say I'm familiar with bell tower. What does that mean? Familiar how? Konfrontieren. Ich habe mich schon mal mit denen angelegt. Es gab viele Tote. Finesse. Das soll gar nichts heißen. Ich hatte nur auch schon mal mit denen zu tun. Das ist alles oder sticheln. Ich kenne ihren Pensionsplan. Anscheinend sind sie richtig nett zu dir, Johnny. Na, wir nehmen die Finesse. It doesn't mean anything. It's just that I dealt with the company a while back, that's all. Really? You know, you look familiar. We didn't work together, did we? Did you know Girardelli? Or maybe Powell? Paul. No, I doubt I knew them personally. Also, That's too bad. We were all in New South Wales together. I thought maybe you... Never mind. And they're all doing fine now. Relatively. Australia. You were there during the Civil War? That's right. And that was only the beginning. Not my first choice, believe me, but, Bell Tower wasn't all that big on choice.
send you where they want, make you do what they want, replace parts of you whenever and however they want. I didn't choose to be augmented either. Not when it first happened. Apparently we're supposed to be grateful. Alloy's so much better than skin, right? At least, that's how they sold it to me. For some things it is. Not for everything. I can walk through fire, but sand won't stick between my toes. I can shove a knife through my hand, but I can't trust what I feel. Even my dreams are made of alloy. Both of your hands are made of alloy? Fingers are for human beings, Mr. Gunn. What you have is so much greater. And then they told me what they wanted me to do, and what would happen to me if I didn't. Well, let me tell you something. It's not me anymore. Hasn't been for a very long time. They found a partial print on Angela's neck. Belongs to whoever strangled her. Ja, My hands were haben das designed to nicht, kill in ne? wars no one's ever heard of. I couldn't leave a trace on someone's skin, even if I wanted to. They did it so you can kill better. So I'd never get caught. Ironic, right? Being a good killer is probably what saves me here. Or, you still think I killed Angela? Nee, das habe ich nie behauptet. Ignorieren, ja, ich wollte dich weder verhaften noch freisprechen, nur befragen. Wir können den Verdächtigen, auch wenn du keinen Abdruck auf Angelas Hals hinterlassen hast, heißt das nicht, dass du unschuldig bist. Naja, Verständnis zeigen. Ja. Ja, wir zeigen mal Verständnis. I'm sorry for what Bell Tower did to you. Don't be. They gave me tools they wanted me to have. That it was in their interest for me to have. But the decision to use them, that was all me. Now, if you don't mind, I'd very much like to be left alone. Ich hätte aber noch ein paar Fragen, ehrlich gesagt. You got me mixed up with someone else. Happens all the time. Schade, ich hätte ihn super gern noch über Angela und so weiter befragt. Tomorrow. If there is a tomorrow. 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer. Ja, ich schaue mich hier noch ein bisschen um auf jeden Fall. Wobei ich meine, dass wir uns hier schon mal umgeschaut haben. Glaube ich ihm auch noch sein Europa ziehen. Mega fies von mir. Und der hat mich nach Alkohol gefragt, ja. Er hat hier überall Zeug rumliegen. Unmengen davon. Upsi. Sorry. Ich würde sie auch wieder aufräumen. Kühlschrank ist offen. Junge, mach das nicht. Ups. Pistolen, Munition. Ja, er hat die Munition rumzuliegen, aber scheinbar keine Waffe. Achso, das ist hier nur irgend so ein Flyer. Ja, er kann den ja selber verrücken, dann den Kühlschrank. Er ist ja auch augmentiert. Hier oben scheint es auch nichts zu geben. Ausnüchterungschips, okay. Diese Ausnüchterungschips stammen aus Johnny Gunns Apartment. Ach so, das sind Alkoholentzugschips, ne, die man bei den anonymen Alkoholikern bekommt. Und Johnny war früher Alkoholiker und ist jetzt Mitglied einer AA-Gruppe, also anonyme Alkoholiker, die sich Zweiter Atem nennt. Ich habe mir einen früheren Mordfall angesehen, der dem von Angela Gunn ähnelt. In dem alten Polizeibericht wird erwähnt, dass das damalige Mordopfer Mitglied derselben Gruppe war. Okay. Ja, ich würde ihn wirklich gerne noch ein bisschen befragen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
sollte ich da vielleicht nochmal laden und dann... Need more beer. 99 bottles of beer on the wall. 99 bottles of beer. You got me mixed up with someone else. Happens all the time. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwie genug Beweise zusammen haben oder irgendwas. Zwingende Beweise finden. Okay, also ich denke, ich habe genug herausgefunden, um etwas Licht auf Angela Gunns Ermordung zu werfen. Jedenfalls genug, um Montag zu zeigen, was passt und was nicht. Ja, gut, okay. Ich hätte ja gern irgendwie einen Fingerabdruck genommen von dem blöden Politiker. Ja, ich denke, wir sind hier tatsächlich durch. Schade eigentlich. Also, jetzt kann ich auf die große Karte gucken, wo muss ich hin. Eigentlich müssen wir auch in die Nähe unseres Apartments, ne? Dazu müssen wir nochmal U-Bahn fahren. Also, was gibt es denn hier? Bericht erstatten. Achso, hier sollen wir auf die Daten zugreifen und zu Collar sollen wir. Das heißt, ja, U-Bahnhof hier wäre schon eine gute Sache auf jeden Fall. Komme ich hier am schnellsten zum U-Bahnhof. Ach, einfach an meiner Straße nach. Zum U-Bahnhof kommt man hier relativ einfach. My God. Adam, it's Arya. I just heard what happened. God, right outside your apartment? What happened outside my apartment? Someone got all their implants torn out. Was left to bleed to death in the alley. When I first heard where it was, I thought... I'm fine, Arya. It wasn't me. Be careful going home. It's not the first one of these I've heard about. Ach echt? Hätte sie mir ja vielleicht auch was darüber erzählen können, oder? Achso, Radio. Mysteriöser Anruf. Gerade irgendwie. Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich von diesem Fall halten soll. Ne? Ich meine, ich habe zwar Beweise, die Johnny Gunn entlasten, definitiv, aber ich habe halt keine Beweise, die irgendjemanden vernünftig belasten, außer den Bärenhaaren. Ja, und die Situation mit Vince Black ist auch irgendwie ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Ja, vielleicht muss ich da nochmal einen Spielstand laden oder sowas und nochmal ein bisschen weiter mit Johnny Gunn reden. Weil ich hätte schon gern noch was über Angela rausgefunden, ne? Über irgendwelche Verflechtungen, Freunde, Feinde. Na, vielleicht hätte er da auch gar nichts gewusst. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich ihn jetzt nicht mehr danach fragen kann. Das finde ich halt auch schlecht an solchen Spielen, ne? Es kann halt bestimmte Gesprächsoptionen, ich meine, klar, einige scheiden dann aus, einige Gesprächsoptionen. Das ist verständlich, aber in dem Fall ist es so unnötig, dass ich hinterher nicht mehr mit ihm reden kann und ihn nach den anderen Dingen fragen. Was schimpft denn hier so? Ist überhaupt. Achso. Sie hier schon wieder. Kann ich auch mal mit ihr reden? I just came from the Utilite complex, Felice. Golem City. Ja, okay, das kennen wir schon. Shipping There are two problems. checks and balance. Really? The real corporate Miss? Bla 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 bla. So, ja, das finde ich halt unnötig, dass ich jetzt ihn nicht mehr weiter dazu befragen kann. Das ergibt auch von der Spiellogik her, also von der Spielweltinternen Logik gar keine, ergibt es gar keinen Sinn, ne?
Ich meine, wir haben uns unterhalten, ich habe nach Belltau gefragt, habe festgestellt, er kann es nicht gewesen sein. Und dann hätte ich ihn natürlich noch locker andere Fragen stellen können. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie gestritten haben oder irgendwas. Ja. Also das Spiel hat da tatsächlich einige Schwächen. Auch dieses mit der binären Entscheidung, ne? Ich kann jetzt nur entweder die Tochter von Nomad Stanek retten oder ach so, hier haben sie zugemacht. Na, dann gehe ich halt durch die Kanalisation. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht nehme ich den Hintereingang. Ja, entweder die Tochter von Nomad Stanek retten oder ist hier überhaupt irgendwas Spannendes? Ich weiß nicht. Oder halt was Näheres über die Orchidee rausfinden. Das ja, kotzt mich auch so ein bisschen an, nee, scheinbar nicht. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Ja, das sind halt so Schwächen in dem Spiel, finde ich. Die müssen einfach nicht sein. Die nerven mich ein bisschen. So, wo war denn hier der super Geheimeingang? Oh, ein paar Teile habe ich hier beim letzten Mal scheinbar übersehen. Ich weiß, es gab hier diesen super Geheimeingang irgendwo. Ich habe nur keinen Plan mehr, wie ich da runtergekommen bin. Also ich weiß, durch einen Gully konnte ich da auf jeden Fall auch runter. Hier müsste doch irgendwie... Ach so, die haben jetzt hier alles zugenagelt. Okay, dann gucke ich mal. Das Buch kennen wir wahrscheinlich schon. Der Sozialbeobachter? Vielleicht nicht. Die neuen Mystiker. Nach dem Opti-Zwischenfall wurde der Großteil der Weltbevölkerung von einer Welle aus Chaos und Verwirrung erfasst. Viele wandten sich auf der Suche nach einem Sinn an den Glauben. Die meisten suchen Heil in etablierten Religionen, doch viele andere wählen weniger weit verbreitete Organisationen. Mehrere quasi religiöse, augmentierungsfreundliche Gruppen sind aus dem Boden geschossen, angeblich um den Augmentierten Trost zu spenden. Sie existieren nun neben etablierten Sekten wie der New Christ Initiative und der Singularitätskirche des Maschinengottes. In der Kirche können wir auch noch mal vorbeischauen. Es überrascht nicht, dass Neoluditen und anarcho-primitivistische, okay, Sekten ebenfalls auf den Plan getreten sind, um die Furcht vor augmentierten Menschen auszunutzen und oft noch zu mehren. Wir stehen nun vor der Frage, wie man die Organisationen, die den Massen wirklich Trost spenden wollen, von den vielen Opportunisten unterscheiden kann, die ohne jeden Skrupel bereit dazu sind, in chaotischen Zeiten gutgläubige Menschen auszubeuten. Aha, und da an dem Satzende kam dann Fragezeichen. Interessant. Okay, also hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Das heißt, wir müssen irgendwie durch die Kanalisation gehen. Und das bedeutet, ich muss jetzt hier den Gullideckel finden. Ich meine, der hier oben müsste der richtige sein. Der auch noch offen ist. Super. Wahrscheinlich wäre ich beinahe schon wieder in Gully gestürzt und zu Tode gekommen. Kamil Horak sitzt da immer noch. So kann ich... Nee, andere Seite. Tja. Was soll ich sagen? Schwächen des Spiels halt. Mal gucken, ob jetzt wieder eine Stärke kommt. Eine stimmungsvolle Szene. Things with Otar aren't going so well, Jensen. Sorry about your place, Kohler. Are you alright? Physically, yes. Emotionally, I just kinda... You know, I actually had some real good books up there. The bookstore was kind of a front, sure, but it was my front. The version of me I presented to the world. That means something. It means whatever deal you thought you had with the Diwalis is apparently off. My deal. Right.
You said something before about Otar putting heat on you as a way of putting heat on Radic. Whatever Otar's reasons are, they're obviously not going away. I told you, Jensen. I gave Radic my word about something, and I'm not gonna betray him so easy. See? This is what Otar wants. For me to start blabbing things I shouldn't. Look, let's just optimize that rig of yours, huh? You got the neuroplasticity calibrator for me or what? Na klaro. Ja, Feuer am Buchladen können wir immer fragen. Ich weiß, Sie wollen nicht darüber reden, was in Ihrem Laden passiert ist oder diese Prozedur. Ja. I know you may not want to talk about what happened to your store. I get where you're coming from, okay? But try to understand, Jensen. I'm a guy who likes to respect privacy. Especially if the other person is someone who can kill me. Which is real good for you, actually. It goes both ways. You're willing to ignore what happened? I am trying to protect myself. Maybe next time they don't just burn the store, huh? I rely on you, Kohler. And I'm willing to help if I can. I don't want to have to identify your remains next time I come in for a tune-up. Neither of us want that. But sometimes, it's better to sweep the ashes under the rug. Now come on. Let's optimize that rig of yours. Ja, ja, okay. Ja, fragen wir ihn nochmal danach, bis er keinen Bock mehr hat. You can't hide forever. What are you gonna do when Otar comes back? What do you expect from me? I am tangled up with these people now. This is what I get for saying yes to Radic. But what choice did I have? What choice do I have now? Your choice is to tell me what the hell is going on. What does Otar want from you? He wants to know what I know about Radic. That Radic needs me. The way you need me, Jensen. You understand? Na, so halt. Radic is augmented. The head of the Diwali, man. Ja, das If wussten wir aber Otar doch schon. finds this out, if any of the Diwali finds this out, they are not very open-minded about these things. Yeah, I get it, Kohler. So what are you gonna do? When augmented people ask for help, I help them. I continue to help Radic. Guter Mann. This procedure. There won't be any surprises like last time. Last time I was surprised by your crazy tech. But now is totally different. Now I know what's under that hood of yours. And you got me the tool I need. Changes everything. So what are you gonna do exactly? I'm gonna optimize your system. No more worrying about overheating. No more worrying about glitches. Jensen 2.0. Sounds pretty good, right? Ich dachte, ich wäre schon über Version 2.0 eigentlich hinaus, aber hey, klar, machen wir's. Alright. Please, tell me this is what a neuroplasticity calibrator looks like. That's the one! Okay, this won't take long, I promise. And don't worry, man, I never screw up 2 in a row. Spent a Yay! lot of time prepping for this one. Just try not to take anything. Na dann, schauen wir mal. Oh, das ging schnell, ohne Probleme scheinbar. That wasn't so bad, right? How do you feel? I feel fine. I feel lighter. I fixed you. Death to all your limits. Whatever implant you want to activate, you activate. 0 consequences. That sounds pretty good. Thanks, Kohler. I appreciate it. Yeah. Just get out there and make me proud. Go make use of all that cool shit. Ja, das sollten wir vielleicht tatsächlich mal machen. Die Bombenlegerin, ja, haben wir ja nicht gemacht. In der Tat. Ansonsten. Was ist hier los?
Okay. Kann ich das nicht irgendwie öffnen? Nee, scheinbar nicht. Okay, gut. Ansonsten haben wir gar nicht mehr so viel offen jetzt. Ja, mit Montag müssen wir noch reden. Da müssen wir die Daten bei uns anzapfen. Das machen wir genau in der Reihenfolge. Und Seraph sollten wir, glaube ich, auch nochmal anrufen, ne? Irgendwie wegen irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall könnten wir jetzt uns ein paar Augmentierungen holen, ne? Zum Beispiel hier das Sprengsystem interessiert mich gar nicht so. Das Icarus-Landesystem zum Beispiel könnten wir uns hier wunderbar holen. Kernoptimierung, nee. Icarus Sprint vielleicht. Weiß ich noch nicht. Die Nano-Klinge würde mich auf jeden Fall interessieren. Ne? Der Tesla-Dings hier auch. Der ist auf jeden Fall... Können wir mal reingucken. Achso, da können wir hier gar nicht... Einzelziel, Doppelbogen, Vierfachbogen, Bogenreichweite. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal freischalten hier, denke ich. Aber was gibt's hier Schönes? Ach so, der Peps. Ja... Weiß ich nicht, vielleicht. Die Nano-Klinge, die ist immer tödlich, glaube ich, ne? Explosive Hitzeklinge. Ja, gut. Ansonsten hier so ein bisschen Waffenverbesserung können wir uns noch holen. Tarnsystem finde ich auch ein bisschen langweilig, genauso wie die Titanrüstung. Thermalpanzerung können wir uns noch ein bisschen holen. Hier vielleicht irgendwas. Also wir schauen mal, die LIDAR-Markierung finde ich auch lame irgendwie. Smart Vision, nee. Retina-Prothese, was können wir uns denn da noch holen? Ach, vor Flashbangs können wir uns schützen. Ja, das ist natürlich cool. Das hätte ich mal früher machen sollen irgendwie. Das habe ich hier irgendwie so ein bisschen vernachlässigt, ne? Radar-Alarm-Timer. Das haben wir doch schon, ja. Was gibt's hier? Reichweitenverstärker. Größerer Radar, optisches Feedback. Ah, okay, das ist nicht schlecht. Brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Aber hier so vor Flashbangs geschützt sein ist, glaube ich, ganz cool. Ansonsten, also wir haben ja ein paar Sachen. Wenn ihr irgendwas empfehlen könnt, dann haut's mal bitte einfach in die Kommentare. Ansonsten war es das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.